Hallöchen und herzlich willkommen zu Trikottausch Episode Nummer 13. Ich bin Dominik, das ist Jan, wir sind beide bei OneFootball und hier im privaten Rahmen unterwegs. Und wir sind nochmal hier, um über Bundesliga-Trikots zu sprechen, weil wir letzte Woche einfach nicht genug bekommen haben. Und weil es auch einfach so viele Vereine gibt. Eben drum. Apropos Bundesliga-Verein. Hast ja noch ein Quiz offen, ne? Ja. Es wird ja, okay, ich soll ja raten, also ein Heimtrikot und ein Auswärtstrikot ist glaube ich nämlich nicht. Ich glaube eher an so ein, keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein klassischer Berliner, wird ein Sondertrikot sein, also ein Third-Trikot maximal. Also Hertha, Sondertrikot. Und jetzt würde ich sagen, habe ich schon mal gesehen, Sponsor habe ich schon mal gesehen, 2017. Oh, es ist sehr knapp daneben. Also du hast. Das ist immer knapp. Das war wirklich sehr knapp. Also du hast recht damit, es ist nicht das reguläre Heimtrikot. Ja. Es ist tatsächlich ein Trikot, was für ein einziges Spiel rausgebracht wurde. Aber ein Spiel, was du gesehen hast. Denn es war das Halbfinale 2016 zwischen Hertha und Dortmund. Ja, gut, aber fairerweise erinnert man sich doch als Dortmund-Fan nicht an die Opfer, die man aus dem Weg geräumt hat. Da hast du erstmal ab dem Finale verloren. It was at this moment that he knew. He fucked up. Und zweitens 2017. 2016. Und? Ja, wir waren öfter im Pokalfinale. Und zweitens, als Trikot-Fan achtet man doch dann auf so ein Special-Trikot. Nein, also wirklich 2016 Pokaltrikot nur für dieses Halbfinale, weil Hertha sonst eigentlich nie so weit gekommen ist. Und da habe ich direkt zugeschlagen. Damit wäre das Quiz der Woche beendet und... Aber, Momentchen mal. Was? Wir hatten doch nicht einfach nur das normale Quiz der Woche. Stimmt. Wir hatten doch noch das versteckte Quiz der Woche. Sehr gut. Nämlich haben wir letzte Woche nur über Vereine gesprochen, deren Ausstatter Nike ist. So sieht's aus. Ja. Dementsprechend haben wir jetzt gar keine Nike-Vereine mehr übrig und sprechen über Vereine, die nicht von Nike ausgestattet werden. Und los geht's dabei mit Bayer Leverkusen. Genau. Und die Leverkusener haben sich zum Anlass genommen, ist jetzt 20 Jahre her, dass wir nichts gewinnen konnten. Also machen wir einfach dieses Trikot nochmal in der Hoffnung, dass, keine Ahnung was, ja, wir erinnern auf jeden Fall nochmal daran, dass wir damals nichts gewonnen haben. Ich kann natürlich den Ansatz verstehen, aber letztendlich ist es doch einfach eine furchtbar harte Erinnerung, oder nicht? Weiß ich nicht. Also ich meine, Leverkusen hat in der Saison 2001, 2002 halt, klar, am Ende ist man überall quasi Zweiter geworden. Aber man hat ja auf dem Weg dahin hat man total viel geleistet, tollen Fußball gespielt. Und Ja. ich finde es auch optisch, ich finde es echt stark. Also es wirkt so schlicht, aber ich finde es richtig stark. Ein Trikot wie ein Bus-Sitzbezug. Was Schöneres fällt mir zum Heimtrikot von Kräuter Fürth ehrlich gesagt auch nicht ein. Ja, also im Prinzip, sowas hätte die BVG auch ruhig mit in die nächsten S-Bahnen einpacken können. Keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein klassischer Berliner. Ich würde tatsächlich sagen, das ist so grün, dass man das Kleeblatt vor lauter, ich weiß nicht, Rasenflecken nicht mehr sieht. Was auch immer die ganzen grünen Punkte darstellen sollen. Aber ja. Gemessen an der Frage nach dem Ausrüster müsste man sich die hier tatsächlich auch nochmal stellen. Denn wirklich einwandfrei zu erkennen wäre er nicht. Es ist Puma. Wir kommen zu einem Verein, der ja im Prinzip einen ganz besonderen Platz in Jans Herzen einnimmt. Wir kommen zu Union Berlin. Ja, nämlich gar keinen Platz. Ja, das Auswärtstrikot, ne, haben wir uns rausgepickt. Wenn ich es jetzt komplett überspitzt formulieren würde, dann würde ich sagen, das ist das Auswärtstrikot von Hertha aus der letzten Saison, nur in schlecht. Aber nein, ganz ehrlich, also es ist grundsätzlich mag ich dieses Design, so dieses, wir hatten es ja auch bei den Nationalmannschaften ein paar Mal, bei Belgien, bei Spanien, so diese Pinselstriche oder diese Kleckse, wie auch immer, finde ich grundsätzlich ganz cool. Ich finde allerdings, und das jetzt nicht nur grundsätzlich, weil ich kein Union-Fan bin, aber dass so dieses überdimensional große Logo, also Vereinslogo, das passt irgendwie nicht ganz so harmonisch damit rein. Ja, fairerweise muss man sagen, es ist immerhin eingefärbt, also dementsprechend entzieht es sich ein bisschen raus, aber alleine dieser Kasten drumherum Ja. vermittelt halt einfach nochmal, hier ist übrigens Platz fürs Logo, wir müssen es sehr groß machen, ansonsten eigentlich schade, wenn man nämlich überlegt, aus meiner relativ neutralen Sicht, auch wenn ich jetzt auch nicht mehr Union so mega zugetan bin, schließlich verlieren die Dortmunder dafür viel zu oft in diesem Miststadion, muss man ganz ehrlich mal sagen.
Ist es trotzdem an sich ein super cooles Trikot, also einfach vom Muster schon her. Und gewisse Arbeiter ähm, Colorways kann ich ja sowieso immer etwas abgewinnen. Ne, keine Ahnung. Köln, Jan, gib alles. Ja, gut, also genau, der erste FC Köln, wir schauen auf das Auswärtstrikot. Vor allem rot, weiße Ärmel ist das, was erstmal so auffällt. Und dann hat man dezent noch so eine schöne Paisley-Musterung in dem roten Bereich. Haben wir diese Saison ja auch zum Beispiel, sehen wir das bei Man City, beim Auswärtstrikot meine ich. Ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwie so einen Special Trend gibt, aber zumindest greift Köln hier die Idee auch von City auf. Spielerisch nicht ganz das gleiche Niveau, ich finde es optisch ziemlich cool. Und was zu dem Trikot allerdings noch gesagt sein sollte, das ist mehr oder weniger ein Warnhinweis, der direkt im Kölner Shop steht, ist, dass die Ungewöhnlich eigentlich. wirklich ungewöhnlich, und ich glaube, man sollte es dann auch wirklich als Warnung Mhm. interpretieren, nicht nur als einfachen Hinweis, dass die Trikots bei Köln diese Saison eine halbe Konfektionsgröße enger ausfallen. Das heißt, da könnte der eine oder andere Fan so ein bisschen ins Grübeln kommen. Kaufe ich jetzt eine L, kaufe ich jetzt eine XL? Schwierig, ne? Vor allem auch eine halbe Konfektionsgröße finde ich wirklich unfair. Also Ja. eine ganze kann man ja mit arbeiten, aber jetzt freuen wir uns schon auf Größen wie M bis L. So gesehen ist es schon fast wieder eine Schande, dass diese Trikots nur eine halbe Konfektionsgröße kleiner ausfallen. Denn das, was die Kölner beim dritten Trikot angestellt haben, war erstaunlich viel richtig. Denn mittlerweile ist ja fast ein Evergreen, Blackout-Trikots, immer eine gute Idee. Aber in Köln hat man sich trotzdem gedacht, Moment, wenn die jetzt alle komplett schwarz rumlaufen, dann erkennt man uns ja trotzdem nicht mehr. Also hat man sich gesagt, ganz minimale Akzente, roter Ärmel und weißer Ärmel und am Kragen nochmal das gleiche Spiel von vorne. Und auch der Hauptsponsor hat gesagt, komm, da sind wir dabei. In der letzten Folge meinte ich noch, dass ich so mit Schwarz-Blau der Kombination nicht viel anfangen kann, auch bei Streifen nicht. Wenn jetzt allerdings noch so ein bisschen Weiß reinkommt, dann finde ich das doch ganz cool, wenn ich mir dieses Shirt hier von Bielefeld anschaue. Kann man nur mitgehen. Tatsächlich, die Bielefelder, auch im letzten Jahr fand ich schon nicht schlecht mit diesen Diagonalstreifen, die sie im Heimtrikot mit eingearbeitet haben. Und auch in diesem Jahr, wahrscheinlich, so wird es ja meistens kommen, hoffentlich nicht, aber wie gesagt, wahrscheinlich. Schönes Trikot, aber am Ende der Saison wahrscheinlich trotzdem leider wieder runter. Das Trikot allerdings braucht sich nicht verstecken und vor allen Dingen auch mal gut, man kann ja auch solche Streifen anwenden, man kann sie auch mehrfarbig machen und trotzdem ist es ein in sich stimmiges Trikot. Definitiv. Ein Trikot, bei dem der SV Meppen einfach nur neidisch draufschauen kann, denn auch hier hat der technische Sponsor gesagt, aber natürlich färben wir unser Logo auch noch mit ein. Wer wären wir denn, wenn wir das nicht machen würden? Ja, wir kommen zum 105 und dem dritten Trikot. Ja, und was soll man dazu großartig sagen? Es ist Schwarz-Gold. Ich glaube, das haben wir jetzt schon oft genug besprochen. Das ist einfach eine sehr edle Kombination, vor allem wenn alle Ausstatter, Sponsoren, wer auch immer mit auf dem Trikot vertreten ist, mitmacht. Das ist hier der Fall. Es ist noch eine leicht graue Note mit drin, damit die Mainzer wieder ihre geometrischen Formen auch mit untergebracht bekommen. Schönes Trikot. Absolut. Wobei ich mich mittlerweile schon echt frage, weil es ja schon so ein Riesentrend ist, was für Deals laufen da im Hintergrund? Weil ganz ehrlich, also bis auf, wie gesagt, Mappen, hat es ja auch irgendwie jeder Sponsor und jeder technische Sponsor hinbekommen und sagt, klar, bei Gold sind wir auf jeden Fall dabei. Also das ist tatsächlich so ein Rätsel, das würde mich interessieren, ob wir das vielleicht irgendwann mal gelöst bekommen. Ist schon sehr verwunderlich, Das Mysterium Meppen. sozusagen. Zu guter Letzt haben wir noch den VfB Stuttgart, und da könnte man jetzt meinen, was gibt es da großartig zu erzählen? Die spielen halt immer mit dem Brustring zu Hause. Ist dieses Jahr nicht anders, aber tatsächlich hat sich Ausstatter Jako überlegt, wir machen mal ein bisschen was anderes und fügen noch so ein paar schwarze Zacken an die Kanten an. Haben das auch am Kragen und auch an den Ärmelenden fortgesetzt, und in der Summe finde ich, ist ein guter Schritt. Also ich finde grundsätzlich den Brustring ganz angenehm, und so gibt man dem Ganzen nochmal so einen leicht modernen Touch. Ja, ich finde es okay, muss ich ehrlicherweise sagen. Also man hat sich in Stuttgart gesagt, Brustring muss Brustring bleiben, was auch aus meiner Sicht Höchste Priorität. höchste Priorität. Wobei, da kriegen wir wahrscheinlich schon wieder einen auf den Deckel, weil Jogi Löw ja aus dem Schwarzwald kommt. Aber nochmal zu Stuttgart zurück. Erstmal gut, dass jeder Sponsor oder jeder Ausrüster auch verstanden hat, Brustring, Stuttgart, das wird nicht angefasst. Aus meiner Sicht ist es so ein leichter
verzweifelter Versuch, so nach dem Motto, hey, aber wenn wir hier einen Strich machen, nein! Ja, okay, aber vielleicht hier unten? Nein! So, und dann kommen am Ende diese Zacken raus. Die können dynamisch aussehen. Vielleicht ist es auch einfach ein Modeelement, was in den nächsten Jahren so durchgeführt wird. Aber zumindest kann man sagen, es ist eine modernere Idee, diesen Brustring einfach mal so ein bisschen aufzulockern. Der Fulkit-Ranker der Woche lässt sich am besten mit den folgenden Worten beschreiben. Uff. Jan Schulz. Ja, ist so. Das ist genau das, was wir uns gedacht haben, als wir es, oder auch gesagt haben, als wir den Herrn hier gesehen haben, er trägt ein Grêmio Porto Alegre Trikot. Brasilien. Ja, und dazu eine Argentinien-Hose. Wir wissen, Argentinien, Brasilien, die haben sich nicht ganz so, die verstehen sich nicht ganz so gut, Stutzen sehen wir nicht. Machen wir es kurz, 4 von 10 Ja. Sternen. Ja, der Stern, in dem Fall Punkte. Sehr gefährlich. Damit haben wir die Bundesliga jetzt endgültig abgearbeitet. Ja, mit dann insgesamt 3 Folgen zumindest, würde ich mal behaupten. Aber in der Storytime ist da trotzdem noch mal irgendwie so ein bisschen Bundesliga-Bezug dabei, ne? Da ist immer noch Platz und wir kommen zu dieser Schönheit hier. Gleich vorneweg, auch das, dabei handelt es sich wieder um eine Leihgabe, denn ich bin mir ziemlich sicher, würde man dieses Trikot versteigern wollen, ist es wahrscheinlich unfassbar viel wert. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das hängt damit zusammen. Also, es handelt sich hier um ein VfL Wolfsburg-Trikot aus der Heimtrikot aus der Saison 2000 bis 2001 bis 2002. Also das wurde über 2 Jahre getragen. Und der, so klassisch es auf dem Dorf auch manchmal zugeht, der Nachbarsjunge hatte dieses in seinem Schrank entdeckt und dessen Vater hat damals bei einem Freundschaftsspiel mit dem VfL Wolfsburg eben mit Dorine Munteanu, die, ich glaube, niemand außer mir wird sich erinnern, selbst der Nachbarsjunge wusste es nicht mehr, das Trikot getauscht. Und ich finde, also es ist ein Match-Worn-Trikot, Ja. das kommt dann auch nochmal hinzu. Man hat hier sämtliche Applikationen, die damals halt üblich waren. Man hat hier diesen Filzflock, das ist das alte Wolfsburg-Logo. Das ist dermaßen nischig und dermaßen, also ich feiere dieses Trikot so unfassbar. Dazu ist es auch XXL, also ich habe nochmal nachgeguckt, Dorine Munteanu ist irgendwie 1,80. So, warum kriegt der ein XXL-Trikot? Das checke ich auch überhaupt nicht. Aber wie gesagt, also komplett original. Also Viel mehr Retro geht eigentlich gar viel nicht, mehr oder? Retro geht eigentlich nicht. Das würde mich wirklich mal einfach interessieren, was da für ein Marktwert dann zusammenkommt. Auch ganz Also, schön noch das alte Bundesliga-Logo Ja. auf dem Ärmel. Oh, hast das. Es ist einfach, man kriegt wirklich direkt Gänsehaut bei diesem Trikot und einfach ein Wahnsinnstrikot, ein RAN-Trikot. Zu dieser Zeit hat ja auch noch RAN die Bundesliga übertragen. War also vollkommen vergessene Zeit, ja. Wahnsinnstrikot. Damit sind wir auch schon wieder fast am Ende der Folge angekommen. Denn es fehlt noch das Quiz. Nur noch das Quiz. Nur noch das Quiz. Und ich würde behaupten, diesmal wird es wieder richtig, richtig schwer. Ich mache es mal ganz kurz. Viel Spaß beim Raten. Lasst uns gerne ein Like da. Lasst uns gerne ein Abo da. Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten, Jan. Berührend. Und ja, viel Spaß beim Raten. Und das soll es gewesen sein. Bis denn.